Welcome back. That must have been hard work. How does marble curry sound to you? I also have our specialty peach pie on hand. We had a deal. Spill it. Shepherd Artorius has gone north, up the Danan Highway, at the Abbey's newest temple, the Empyrean's throne. He is expected to be there for a while. Are they relocating there? In a sense, yes. They're holding a ritual to move the seat of the Empyrean in Nominat. Nominat. In other words, the Abbey's new god. It is a very serious affair, so I imagine Melchior will be there along with the other high exorcists. Suits us fine. I might even find him there. That will do. Somewhere in there we'll find a chance to strike. Perhaps, but be aware that security near the throne is on high alert. We'll manage to get through. No, you won't. You may be able to fool the guards, but there's no tricking the barrier they've put up. They've used arts to erect a giant wall, keeping outsiders away. But they have to get through themselves. That implies some sort of key, right? Yes. In fact, one of our people is looking into that as we speak. However, I'm afraid... It'll cost us. You learn quickly. And here's the bill. Okay, now we're really not being nice. Consider it done. Aren't you going to ask why you have to kill a high priest? I imagine it's because he's the one controlling the nectar supply. The Church is the sole producer and distributor of a highly addictive substance. They rake in huge profits, while the common man, along with your people, suffer for it. Does that cover it? You noticed your tasks were related. That was the real test, wasn't it? And you passed. No matter how skilled you are, you have to know more than how to swing a sword to earn my trust. Don't misunderstand my intentions. I'm willing to do anything, if it brings me to Artorius. I ditched my scabbard long ago. I see. So you're the embodiment of a bare blade. A more formal introduction is in order. I am Tabitha Baskerville, leader of the Bloodwing Butterflies. I'm Velvet. Tell me about the High Priest. Each evening, he prays for protection from calamity at the royal villa on the Castle Logris grounds. Tradition holds that the High Priest should be alone for the prayer. That would seem the best time to strike. How do we get into the villa? Carry this insignia with you, and allies of the Bloodwings will offer you their aid. We'll hold up our end. Just find out about that key. Velvet? Are you okay? It's nothing. But you seem... I said it's nothing! Sneaking into the castle will be an all-night job. Let's take this time to get everything ready and then rest at the tavern. Yeah. Insignie der Blutschwingen erhalten. Zwielichtige Geschäfte. If nectar made from vermilion ore is so bad for your health that it was banned, why are they making it? They make it because it was banned. Huh? Just because the powers that be say a rule is for the greater good, it doesn't mean that everyone will see eye to eye with them.
If Tabitha's Mabo curry was outlawed, would you really be able to never eat it again? I wouldn't like it, but if it's against the rules... Well, you'll get hungry no matter what. People want what they want. But anything forbidden is bound to be rare. And when things are rare, they become expensive. So that's why people make it. The world isn't a simple place. There's an underside to everything. An underside? Contract killers, secret weapons dealers, loan sharks that charge outrageous interest, pirates like me, the folks who offered us mooring for information, and the Guild at Hellevys are all part of it. As are the people who dye chicks blue to sell them at a higher price. And the people who bet on alleyway bug fights. And they'll come to you with a smile, so you can't let your guard down if you want to stay safe. What sorts of bugs do they make fight? That's the part that got your attention? High Priest Gideon will be alone at night. Rest up, and talk to the tavern keep when you're ready. The Shadow Guild. Operates this tavern. It's been that way for generations. The red scarf is a symbol of the bloodwing butterflies? Aye, you seem to know a lot. Show that insignia to a person in a red scarf, and they'll help you out. Ach, hättest doch nur den früheren Wirt kennengelernt. Meinen geliebten verstorbenen Gatten. Junge, freche Dinge hat er immer sehr gemocht. Okay, wollen wir uns noch mal kurz ausruhen? Natürlich nicht. Es geht sofort weiter. Oben steht ein Zimmer für euch bereit. Wollt ihr jetzt ausruhen? Anscheinend ist es Teil der Story. We know for a fact that Captain Eifried was on the prison island for a period of time. And it's true that Melchior took him away. However, I'm afraid that is where the trail grows cold. In any case, we can be sure that the Abbey has him captive. But what could they possibly want with him? If their aim is merely to fight piracy, they'd publicly execute him, or try to lure you out, would they not? And yet they've done neither. Total silence. I wonder... Could it be they want to get their hands on the relics some say Eifried brought back from the far continent? The relic from across the sea? Have rumors of that strange thing been going around? It's possible. There was a certain relic that the captain was curiously taken with. Kept it safe. What was it? That's our business. I'll speak no more of it. But if that's truly what they're after, I highly doubt the villa is where they're keeping him locked up. That's not where they keep their torture implements. Quite true. At any rate, I thank you for sharing what secrets you could. I wish you the best of luck on your search for more information. More! I'm sorry. I didn't mean to. But I'm hungry. I'm so hungry. If survival is at stake, an elder sister eating her brother before he inexorably wastes away is not outside the bounds of reason. You needn't hold back, Velvet. Eat, Laphicet. No! No! The hell with you! You and your disgusting words! What? Why? You were shouting. Be more careful around me! You know full well I'm a demon! I'm sorry. Damn. Awake
awake or asleep, it's all one long nightmare. Smashing objects together is destruction. Smashing feelings together is life. But objects, tools, so much easier to abuse and toss aside. What does that mean? It means break time is over. Time to get to work, sweetie. Good thing I showed up in time. Don't tell me you're coming too. Sojourn alongside the gloomy demon lady, and the exorcist controlling Bienfu is sure to appear. I told my own fortune, and there it was. Do your fortunes actually hold water? I've been in the castle before, you know. How useful to have Magilu along, they said in the future. Get in my way, and I'll give you the boot. It's the Viper's Nest. They're always watching. Yes, but therein lie shadows too. Let's look for someone with a red scarf. So, wir schauen mal kurz auf die Karte. Wir müssen hier rüber. Findet den Soldaten mit dem roten Schal. Sehr schön. Ich habe gedacht, Magilu ist auch am Start. Ich kann sie jetzt aber in den Optionen nicht finden. Okay, es ist mitten in der Nacht. Hier oben war mal der Weg versperrt. Und hier ist eine goldene Truhe. Einfacher Anhänger. Ein Anhänger, der nah am Herzen getragen wird. Verstärkt das Mana des Trägers. Coole Sache. Gefunden. Abgesplitterte Kupfermünze. Du hast aber dafür keinen Platz mehr. Zerstören? Was habe ich denn da für Vorteile, wenn ich die zerstöre? Ah, die haben auch schon einen roten Schal. Vermummter Soldat. Ich habe die Neuigkeiten gehört. Bleibt wachsam. Okay, wir sind wachsam. Wir lassen ihn zurück. Vielleicht sollten wir da mal welche verkaufen. Hört zu. Über mich kommt ihr nicht in die Villa. Die Person, nach der ihr sucht, findet ihr da vorne. Let's see your papers. Checks out. This tunnel over here connects to the castle. It should put you inside the villa. Watch your step, boy. There are giant crocodiles in those waters. Crocodiles? A croc's favorite meal is witches. All right, onward and inward. Everyone but Magilu, tread carefully. Some assassin's crew we are. Barona Katakomben. Abwassersystem der Stadt. The Bloodwings are a serious organization. I'm impressed that they know about this entrance. And they have agents on the inside to facilitate this little operation, too. They must have branches working all over the Empire. They've probably even figured out how to get cats and dogs working for them. Here's a juicy morsel about them. They make sure even their corpses go to good use. They what? Long ago, one of their agents stole into the castle. When the guards discovered him, they chased him to this very passage. He dove into the water to escape, and then... crunch! Ah! A crocodile devoured him in one massive bite. All that remained was his arm, bobbing to the surface. From this, two important facts were learned. What were they? First, they learned of the existence of this passage. Second,
They could serve crocodile meat in town. Crocodile meat rubbed with human blood becomes tender and succulent, perfect for Mabo curry. Then I ate... If it's so tasty, I'll have to try it. Rubbed with the blood of a lying witch. That would hit the spot, I think. And it wouldn't even affect our combat strength. Hey, the kid's a wreck. It was just a joke to help calm him down. It was a joke? Yeah, I totally made up that part about the crocodile. Mabo curry is actually made from man-eating catfish who... Let's keep moving. Right. I'll get you for this, witch killers! Okay, Magilu kämpft auf jeden Fall nicht bei uns mit dem Team. Schauen wir jetzt zuerst mal die Sackgassen an. Okay, das hat sich ja sofort erledigt. Mann von der Blutschwinge. Hey, den Zeichnen nachzuschließen müsst ihr eine enge Passage durchqueren, um zur Villa zu gelangen. Bei eurer Figur bleibt ihr vielleicht nicht stecken. Danke für die Warnung. Hier haben wir einen Hebel. Ist es effektiv, sofort einen Hebel zu verwenden? Anscheinend ja. Schalter und Wasserläufe. Du kannst Schalter bestätigen, um Wasserwege trocken zu legen oder neue Wege frei zu machen. Wenn Wasser deinen Weg blockiert, suche nach den Schaltern in deiner Nähe. Hey, look! The water level dropped. You don't think there are any alligators down there, do you? Okay. Zerbrochenes Artefakt. Neue Titellevel. Kind der Wildnis. Doch was haben wir denn jetzt bekommen? Einfach so. Okay, dann lasst uns mal darum. Wir haben 2 Ausgänge. 8 Talismünzen. Und das sind die ersten Gegner. Ich kann sie sehen. Und bin gespannt, wie schwer die sind. Welchen Ausgang benutzen wir? Okay, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich werde jetzt erst einmal hier lang gehen. Rüstungspanzer 3. Genau, räumen wir mal ein bisschen auf. Ich brauche unbedingt einen neuen Stein. Jetzt ab. Und los geht's. Come on, really? Schockwellenhieb. Erhalten die Objekte. Starkarm. Starkarm. Ein Armreif, der den Griff stärkt, den Träger auf Dauer jedoch ermüden soll. Da ist gleich noch einer. Ach komm, den nehmen wir auch gleich noch mit. So. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Er schmeißt die Münze und boxt sich durch. So, okay, einmal hier verteidigen und dann geht es eigentlich relativ gut. Tribell Fackel. Bernstein Armreif. Talismünzen. Und ein Fels blockiert uns den Weg. Abwärts. There's supposed to
be protecting the people from demons, but there are demons right under their noses. Abbey's security is certainly lacking here. The whole point of building those massive walls around the city is to keep people safe inside. But if there's a demon outbreak on the inside, those same walls will make it harder for everyone to escape. The palace covers a lot of ground, so there are tons of hiding places. It wouldn't be hard for a demon to slip in through the waterway. I'm sure the Abbey is aware of that. Perhaps it's a trap made to lure intruders in. What? They lure demons in and then ignore them? Something doesn't add up. I know, right? Tja, das ist ab und zu unlogisch. Gleich besitzen wir 200 Katzgeister. Hätte ich jetzt vielleicht doch den anderen... Oh, da hängt was unter der Decke. Den anderen Weg als erstes nehmen sollen. Aber das werden wir so schnell nicht... Was, gefährliches Treffen? Ich bin doch frontal auf die zu. Naja, okay, wir versuchen es trotzdem zu meistern. Okay, warum verliere ich jetzt da so viel TP? Durch was entsteht es? Das ist, wenn ich mich anscheinend in einen Dämon verwandle, dann zieht mir das ab und zu mal so viel ab, obwohl ich gar keinen Schaden kriege von den Gegnern. Na komm, auf geht's. Okay, aber das bringt uns jetzt wahrscheinlich schon einen Haufen Erfahrungspunkte. Einmal Level Up von Eisen, bestrafen der Boxer. Bernstein Armreif, Kalzit Armreif. Ein Armreif, der Kalzit als Mana-Katalysator nutzt. Okay, wir werden uns natürlich vor dem Boss neu ausrüsten. Oder ist das schon von der Decke gesprungen? Den nehmen wir natürlich mit. Es könnte natürlich auch sein, dass das so ein super toller Boss ist, aber das ist er nicht. Also scheint zumindest nicht so. Scheint ziemlich easy zu sein. Kalzitbeutel, ein mit Kalzit dekorierter Beutel. Neuer Titel Ausrüstungsgrator. Glaube ich, habe ich zumindest gelesen. Ging ein bisschen schnell. So, und da haben wir 200. Da kann die nächste Katzkiste kommen. So. Mal kurz auf die Karte geschaut. U2, U2. Das bedeutet, wir wären dann wahrscheinlich, wenn wir hier laufen, genauso hier rausgekommen. Ich schaue mir das jetzt mal ganz kurz an. Ah ja, okay. Das andere wäre die Sackgasse gewesen, wo wir wahrscheinlich etwas holen hätten können. Aber hier gibt es zumindest auch eine Truhe. Trank des Lebens. Immer gut. 11 Mal im Besitz. Zerbrochenes Artefakt. Und dann gehen wir doch mal ganz kurz hier lang. Okay. Wer bist du? Einfach immer drauf, ohne System.
funktioniert ja bis jetzt ganz gut. Bernsteinmontur. Und zwar jetzt noch nichts im Weg. Ah ja, aber anscheinend hat es immer nur Vorteile. Das ist jetzt noch kein kniffliges System, wo ich einmal das Wasser brauche und einmal nicht. Sondern ich betätige den einfach und dann funktioniert das immer alles ganz gut. Windring. Ring zur Minderung des Schadens von Windangriffen. Ja, Ausrüstungsgegenstände haben wir schon viele neu erhalten. Okay, von vorne rechts sind wir gekommen. Ah, eine Katzkiste geradeaus. Die holen wir uns. The perfect place for prognostication. Eeny, teeny, spiny crow. Which way shall we go? Mogiloo. Oh, verily the icy glare of death. Boy, which way do you think is best? There must be a way up somewhere. Let's find it. Es werden 65 Katzgeister. Was? Benötigt. Eine Katz gefunden. Und? Nichts. Jawohl. Dann halt nicht. Ich habe jetzt sowieso noch nichts gefunden, was ich so unbedingt irgendwie verwenden würde, was so toll ausschaut, wo ich sage, wow, cool, das tragen wir die ganze Zeit. So, das meine ich. Jetzt habe ich noch ein KP. Oder einen Lebenspunkt. Und das verstehe ich noch nicht ganz, was da der Sinn dahinter ist. Da muss ich mal gucken. Durch was das entsteht. Und die Expedition ist zurück. Die holen wir uns auf jeden Fall mal kurz. Verloren, Sieg und verloren. Zwillingshai 8 Mal. Ja, da suchen wir gleich weiter. Machen wir 2 Katzgeister. Da können wir wieder nochmal unsinnig 2 Katztruhen öffnen. Es hängt auch nichts an der Decke. Einmal kurz in die Sackgasse gelaufen. Ich finde das System eigentlich hier mit den optischen Part, mit den Katzgeistern eigentlich ziemlich cool. Meistens ist es ja so in den Spielen, dass man dann bei Steam oder irgendwo dann Sachen kaufen kann. Das kann man hier anscheinend auch noch zusätzlich. Aber halt auch zusätzlich und man könnte jetzt hier das verändern mit den gefundenen Sachen. Why so glum, Velvet? The thought of killing a man weighing heavy even on your own damaged conscience? Not especially. But I wonder how you remain so flippant about it. Hey, I'm not here to murder anyone. I'm just tagging along in search of my traitor. Do we have to kill him? Can't we just make him stop this nectar business? I don't think he'd listen to us. Huh? Word in the taverns is that this high priest is a real shady character. The Abbey and their religion are popular now, but 3 years ago, no one had heard of them. High Priest Gideon was the one who led the church through those dark days. But once Malachim became visible to the general public, and they learned how effective Moloch arts were against demons, that all changed. Humans are such fools, only believing what they can see with their own eyes. And once the church had attained popular support, a nasty power struggle swept through the ranks. Many vied for the mantle of High Priest. Charlatans, power-hungry converts, but they all faded away. They left the church? No, they all met their maker. Some from disease, others from
accidents. And in the end, Gideon became high priest. He may be the head of the church, but the people clamor for Shepherd Artorius. That's gotta sting. Either way, if we're to face him, he might have some tricks up his sleeve. We'll need to keep our eyes open. It doesn't matter who he is. We just do our job. Wir werden das sehen, ob er ein paar Tricks auf Lager hat. Zuerst mal müssen wir ja ankommen. Silbermünze und hier unten wächst natürlich ein Lavendel. Alles klar. Was sonst? U3 und das andere ist eine Sackgasse. Das bedeutet, ich betätige mal ganz kurz hier den Schalter. Und dann schauen wir uns natürlich an, was da hinten los ist. Oh, ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen. Eine Kupfertruhe. Trank des Lebens. Und da... Schön, wie die Kamera mal so mitfährt. Ganz toll. Ein Artefakt. Dann versuchen wir uns mal hier vorbei zu sneaken. Hat funktioniert. Artefakt. Wozu kann man diese zerbrochenen Artefakte gebrauchen? Aha, benutzen. Das war jetzt aber ein... War das da drin gestanden in der Karte, dass wir hier durch können? Also, das war jetzt Zufall. Wo sind wir denn jetzt? Fragezeichen, Fragezeichen. Also hoffentlich ist das jetzt nicht der richtige Weg, weil ich habe noch gar nicht alles erkundet. Ah, die sind ja auch so langsam unterwegs hier. Da brauche ich mich hier gar nicht so bemühen, an denen vorbeizukommen. Ah, ein Teleporter. Habe ich den jetzt schon aktiviert? Aber hier ist immer noch Fragezeichen, Fragezeichen. Also was jetzt da dahinter passiert, wir sehen es in der nächsten Folge. Schön, dass du wieder mit zugeschaut hast. Und dann werden wir in der nächsten Folge hoffentlich den Hohepriester besiegen. Also bis dahin, haut rein, ciao.